O ihr Gläubigen, Alhamdulillah wa Shukrulillah, Allah lässt uns immer wieder eine neue Eidzeit erreichen und es ist eine Glückseligkeit und Segen für uns. Wenn wir wüssten, was das für eine Zeit des Segens ist. Wir sind ahnungslose Leute, unwissend und ohne Wertschätzung. Wir haben keine Wertschätzung der Zeit gegenüber. Überhaupt, was der Mensch für eine Zeit bekommen hat in dieser Welt. Wir haben keine Wertschätzung. Wir haben keine Wertschätzung, normale Zeit gegenüber der Minute, der Sekunde, der Stunde, den Tag, Woche oder Jahr oder Jahrhundert. Kein Respekt und keine Wertschätzung. Wir haben keine Wertschätzung gegenüber unseren Atemzügen. Wir haben keine Wertschätzung für gesegnete Stunden und Tage und Nächte. Möge Allah uns das geben. Dass wir jede Sekunde, jede Minute, jeden Atemzug wertzuschätzen wissen. Gesegnet sei Sena Ibrahim a.s., Abraham und seine Familie. Gesegnet ist der Prophet, der meistgelebte in der göttlichen Gegenwart, Sena Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hazi salat haziman li haqqika ya Sena Muhammad. Ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneke hamidun mecidun. Wir haben unsere ganzen Rituale in der Religion, überhaupt die Juden und die Christen auch. Sie tun es nicht, wir Muslime aber tun es weiter folgen. Es gibt nur eine Religion und das ist seine Religion und seine Religion ist die Religion von Ibrahim a.s., Abraham. Die Juden folgen ihm nicht ganz so. Die Christen folgen ihm gar nicht. Nur die Muslime lassen die Religion, was Abraham von seinem Herrn bekommen hat, weiterleben. Das sind alles Rituale. Diese Eid-Feier heute oder Tierschlachten, Opfern für Allah im Namen der Barmherzigkeit des Herrn. Das ist nicht, damit wir grillen und dann unseren Magen füllen. Nein, der Sinn der Sache ist, bis dahin, bis zu dieser Stunde der Opferschlachtens wurden Menschen zum Opfer gemacht für die Götter. Und das hat damit Schluss gefunden, ein Ende gefunden, wo Ibrahim a.s., Abraham, ein Tier geschlachtet hat für den Herrn und kein Mensch mehr zuließ, dass Menschen geschlachtet werden. Die Barbarei hat ein Ende gefunden und Tierschlachten ist keine Barbarei. Allah hat die Tiere für die Dienste des Menschen erschaffen. Wenn wir die Tiere nicht hätten, wenn wir die Pflanzenwelt nicht hätten, wie sollten wir überleben in dieser Welt? Was ist das für ein verrückter Gedanke, dass wir die Fleischesser Barbaren sein? Oder wenn wir jeden Eid-Tag ein Opferfest feiern und dann so viele Tiere schlachten lassen, das nennt man Barbarei der Muslime. Aber wenn sie tagtäglich Millionen Tonnen von Fleisch verzehren und dann so viele Tiere ohne Namen Gottes zu rufen, schlachten für ihre Egos, das ist keine Barbarei. Und wir schlachten die Tiere als Barmherzigkeit Gottes, für Gunst der armen Menschen, die dieses Fleisch, was für Allah im Namen Barmherzigkeit geschlachtet wurde, wird an die Armen verteilt, die kein Fleisch zu essen bekommen, weil sie arm sind. Wenigstens, dass sie einmal im Jahr
Fleisch zum Essen bekommt, damit ihr Körper Gesundheit bekommt. Weil ohne Fleischkonsum der menschliche Körper fällt in Krankheit. Ibrahim a.s., Abraham und seine Familie möge gesegnet sein. Wir verdanken ihm viel. Die ganze Menschheit verdankt ihm viel. Und seine Familie, die Opfergabe seiner Familie. Was für ein Vater, was für eine Mutter, was für ein Kind. Sie wurden alle drei gleichzeitig geprüft von Allah, dem Barmherzigen. Und sie alle drei bestanden diese Prüfung in aller Ehre. Abraham hatte kein Kind bekommen und er betete und sagte, oh Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn für dich opfern, wenn du es von mir verlangst. Aber gib mir einen Sohn, dass ich einmal in meinem Leben Geruch des Kindes riechen kann. Und Allah gab ihm ein Kind, Ismail a.s. Und als er 13 Jahre alt wurde und alles so schön, familiäre Atmosphäre, idyllisch in der Wüste, träumte Ibrahim a.s. drei Tage lang hintereinander, dass Allah ihn forderte, dass er seinen Sohn opfern möge. Nun wäre die Zeit soweit. Als er 3 Tage lang hintereinander das sah, ein Traum, dass er seinen Sohn opferte, sagte er, das ist Wille Gottes, möge sein Wille geschehen. Und sein Herz brannte. Wie soll denn ein Vater, der nach einem Kind sich so gesehnt hat, am Ende sein Kind opfern? Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für eine Aufforderung? Und er sagte zu seinem Sohn, mein Sohn, wasch dich. Oh Frau, wasch ihn und mach ihn schön duften, dass er schön riecht, denn es ist die Zeit der Opfergabe. Und unsere Mutter Hajar, die Mutter von Sayyidina Ismail a.s., weinte, es ist soweit. Sie wusch ihren Kind und machte Dufte und sagte, oh Abraham, ist das Wille Gottes? Das ist Wille Gottes, dann möge es geschehen. Und sie weinte und weinte. Und Ibrahim a.s. sagte Ismail, oh Kind, du bist als Segen gekommen, für Segen Gottes musst du gehen. Bist du bereit, wenn das Wille meines Herrn ist, sagte er war noch 13 Jahre alt, möge es so sein. Hauptsache, er ist glücklich mit mir. Was für eine Ergebenheit dieser Familie. Allah verlangt von uns so wenig und wir können nicht mal das ihm geben, anbieten. Dass wir nicht lügen, dass wir uns nicht gegenseitig hassen, dass wir uns anständig benehmen, dass wir Mitleid und Nächstenliebe erweisen. Einfache Sache, was uns nicht das Leben kostet. Wo ist meine Wasserpistole? Was uns nicht das Leben kostet, können wir es nicht für Allah tun. Das sind doch keine barmherzigen Eltern. Lauf weg. Da, siehst du, dort ist Jugendheim. Nein. Kinderheim. Lauf weg und rette dein Leben. Und was sagte kleine Ismail? Er nahm einen kleinen Stein, 7 Steine, und warf gegen den kleinen Scheitan und sagte, verfluchte.
geh weg. Ich bin ohne Zweifel ergeben meinem Herrn und meinen Eltern. Dann kam der Mittelgroße zu der Mutter, Sayyidatina Hajar. Was bist du für eine Mutter? Was ist das für ein Mann, Vater? Was seid ihr für Monster? Du kannst doch nicht zulassen, dass er dein Kind opfert. Wo du so schwer eins bekommen hast, sollst du so leicht weggeben und dann noch so blutig. Was der alles erzählt hat, der Mutter, und ihr Herz berührt hat. Sie weinte, aber sie war ihren Herrn ergeben. Sie nahm auch 7 Steine und warf auf den mittelgroßen Schätan und sagte, Verfluchte, mögest du auf ewig verflucht sein, hör auf, mich vom Weg abzubringen. Ich bin ohne Zweifel meinem Herrn ergeben. Der große Schätan kam zu Ibrahim a.s. und sagte, was bist du für ein Mensch, für ein Prophet, für ein Vater, so unbarmherzig? Das war doch ganz bestimmt ein schätanischer Traum, keine wahrheitgemäße Traum. Das war bestimmt von Schätan. Hör auf, das ist nicht der Weg, Allah wird mit dir böse sein. Was er alles erzählt hat, und du hast so lange gesehen nach einem Kind und jetzt willst du ihn mit eigenen Händen schlachten. Und er nahm 7 Steine und warf ihn und machte das Auge, alle 3 Schätane wurden vom Auge getroffen und ein Auge des Schätans, Satans, ist blind. Verfluchte, geh weg. Ohne Zweifel ist mein Weg Sirat Mustaqim. Ich bin auf dem rechten Weg. Und sie kamen zum Opferplatz und Ibrahim a.s., Abraham, hatte schon sehr schneidig gemacht sein Messer, damit es bei dem ersten Mal gelingt und das Kind fühlt keinen Schmerz. Ja Allah, Bismillah, Allahu Akbar, bist du bereit, mein Sohn? Mein Vater sagte Ismail, mach meine Augen binden, so dass ich vielleicht, wenn ich Angst kriegen könnte und vielleicht weglaufen, dass ich es nicht tue. Schaut mal, die Weisheit des Kindes. Er sagte, binde mir die Augen, damit ich das nicht zusehe und vielleicht Angst bekomme und dann meinem Herrn gegenüber nicht ergeben bin. Und binde meine Hände auch, dass ich nicht mich bewege und dass du deine Arbeit schnell und kurz machen kannst. Was für eine Weisheit des Kindes, was für eine Ergebenheit. Binde mir die Hände, sagt er, und die Augen, damit ich dich nicht störe bei deiner Arbeit. Wir würden unsere Eltern verfluchen, wenn die uns nicht das geben oder kaufen, was wir uns so wünschten. Nicht? Ja, sagt er. Du musst alles kaufen für ihn, damit er dich nicht verflucht. Und Ibrahim a.s. zog das Messer und wollte mit einer Handbewegung Kopf von Körper trennen, aber klappte nicht. 3-mal hintereinander versuchte er, keine Wirkung. Das Messer, das die Wirkung hat, mit Wirkung des Schneidens, hat nicht geschnitten. Das ist gegen physikalische Gesetze. Das Messer, das schneiden sollte, das solche Wirkung hat, konnte nicht schneiden. Und er wurde immer zorniger, Ibrahim a.s., weil das nicht so auf Anhieb ging, und machte mit dem Messer auf einem Felsen schlagen. Was sieht er da? Felsen geht auseinander. So schneidig war er. Was passiert hier, sagte er. Plötzlich hörte er und Ismail a.s.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Mit Tekbirs, mit dieser Tekbir, eine endlose Zahl in Begleitung von endloser Zahl von Engeln, ein Widder vom Himmel war zu sehen, kam. Die Engel in Begleitung von zahllose Engel. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sich bedankend ihren Herrn, dass Allah ein Tier schickt für Ismail a.s. Dass nicht er, sondern das Tier eigentlich bestimmt ist zum Opferschlachten. Und als sie das sahen, sagten die beiden auch das Gleiche, Ibrahim a.s. und Ismail a.s. Allahu Ekber wa lillahil hamd. Daher haben wir diese Tekbir. Von dieser Zeit, alles was wir Muslime als Ritual machen, alles gehört zu Ibrahim a.s. und hat seine Geschichte. Es ist nicht erfunden. Es war getan. Und wir bewundern diese Mutter, die Mutter von Ismail a.s. für ihre Tapferkeit, obwohl sie so eine barmherzige Mutter war, dass sie ihrem Herrn ergeben war, Priorität, dass Allah der Schöpfer hatte. Weil wir sind nur für ihn da, nicht für unsere Kinder oder Mütter oder Väter oder für unsere Arbeit oder Titel. Der Herr hat uns für sich selbst erschaffen. Und das haben sie bewiesen, dass sie auch solche Diener sind. Die waren, das war Anfang der wahren Sufismus. Sie sind gestorben, bevor sie gestorben sind. Bei jedem Schritt zum Opferplatz, wo sie ihren Sohn Opfer machen sollten, sind sie gestorben. Sterben, bevor man gestorben ist, das ist Sufismus. So hat das angefangen. Mit dem Tod, Leben und Tod, geprüft zu werden, mit diesem Zustand. Und sie haben diese Prüfung bestanden, mögen wir auch unsere Prüfung bestehen, im Namen Allahs, und möge niemals auch so hart sein, unsere Prüfung. Da kommt von 100 Leute 99,9 Leute vom Glauben ab. Und diese 0,1 weiß ich nicht, was mit ihm passiert. Ihm gehört ganze Paradies wahrscheinlich. Und er ließ das Schicksal, traurige Schicksal oder gesegnete Schicksal, traurig gesegnete Schicksal von Ibrahim a.s., Ismail a.s. und seine Frau Hajar a.s. hat schon mit dem Geburt des Kindes angefangen. So wie Ismail geboren wurde, bekam Abraham den Befehl Gottes, dass er das Kind und die Mutter in Mekka, wo niemand war und kein Grün blühte und nicht mal Wasser gab. Also eine tote Stelle, wo kein Leben sich befand. Aber das Haus Gottes, der Ort des Hauses Gottes,
befand sich dort. Mittelerde, sagt man. Das ist die Mittelerde und das ist die Mittelerde, wo das Haus Kaaba steht, ist auch die Schöpfung der Erde entstanden. Diese ganze Erde, aus der Erde Schlamm, von diesem Platz hat sich die ganze Erde aufgebaut. Das ist ein anderes Thema für später. Da hat die ganze Schöpfung erschaffen, genau da, an diesem Platz. Und er brachte seine Frau und das Kind auf einem Hügel in Mekka, wo man den Platz Gottes Hauses sehen konnte und sagte, so, und jetzt gehe ich. Und seine Frau sagte, oh Abraham, willst du mich und dein kleines Baby hier Mutterseelen allein lassen, ohne Wasser, ohne Brot, wo kein Leben existiert? Warum tust du uns das an? Er antwortete nicht. Er drehte sich um, lief weg. Sie lief hinter ihm her. Abraham, willst du uns hier lassen? Wir sind gleich gestorben, bevor du verschwunden bist. Im Horizont. Er sagte nicht. Sie lief, er lief. Und sie weinte nochmal. Abraham, tust du uns das an? Oder ist das Befehl Gottes? Er drehte sich weinend und sagte, das ist Befehl Gottes. Hier fängt ein neues Leben an, wo kein Leben ist, mit euch. Das ist Weisheit Gottes. Schau nicht, was du siehst und sage, das ist die Wahrheit. Schau das an, was du nicht siehst. Sehen kannst, das ist die Wahrheit. Ich vertraue euch an, meinem Herrn. Hier wird der Segen Gottes aufblühen. Ihr werdet hier die Ersten sein, die Allah Gebete machen, Namaz, Salat anfangen. Hier wird Licht Gottes geboren werden. Wenn das der Wille Gottes ist, ich bin ergeben, sagte sie. Was für eine Frau. So eine Frau wollen wir auch haben, sagen die Männer. Sie ist ergeben ihrem Herrn, deshalb war sie ergeben dem Mann. Sie hat gesagt, ist das der Wille Gottes? Sie hat nicht gefragt, ob das der Wille von Abraham war. Wenn Abraham gesagt hat, das ist mein Wille, hätte sie wahrscheinlich hier weggelaufen. Aber sie hat gefragt, sie war eine kluge Frau, ist das Wille Gottes? Ja, das ist sein Wille, dann bin ich ergeben. Was für eine tapfere Frau, was sie dann alles noch erleben musste. Und sie weinte und das Kind weinte, kein Wasser, nichts. Und sie lief 7-mal hin und her, was die Muslime jetzt in Mekka machen, die Ritual, auch von daher, damit wir den Schmerz nachempfinden können, was unsere Mutter Hajar erlebt hat. Für ihr Kind. Und Ismail schrie, Durst. 7-mal hin und her und plötzlich hört sie eine Stimme. Komm, komm und schau. Sie kommt zu ihrem Kind zurück. Da sieht sie, wie Ismail, das kleine Baby, mit seinem kleinen Fuß auf dem Boden stampft, sagt man. Und wo er mit seinem Fuß stampft, wird feucht und plötzlich kommt Wasser. Aus dem Nichts heraus. Die Wissenschaftler können immer noch nicht das Rätsel lösen, weil 80 Kilometer weit und breit im Umfang gibt es keine Quelle, kein Zeichen von Wasser. Wo kommt das Wasser her? Das ist ein Mysterium immer noch. Und Sayyidatina Hajar sofort aus Angst, dass das Wasser verloren geht, macht sie Deckung um diese Quelle herum.
Und so, dass es blieb da. Und dann bedankte er sich bei ihrem Herrn und sagte, oh Allah, mach hier mit diesem Wasser blühen. Am nächsten Tag eine Karawane sucht nach Wasser und sieht die Vögel, wohin die fliegen, ist Wasser. Da fliegen die Vögel diese Richtung, sagen sie, folgen mir die Vögel. Und dann finden sie Hajar und das Kind und das Wasser. Und sie sagen, das ist nicht normal. Der Karawanenführer sagt, oh Frau, wer bist du und wer ist das Kind? Ich komme und gehe immer hier vorbei und hier gab es kein Wasser. War immer trocken. Was seid ihr für Menschen und wo kommt ihr her? Seid ihr vom Himmel gefallen? Nein, wir tun dem Himmel einen Gefallen, sagte sie, indem wir uns hier befinden. Du musst eine gesegnete Frau sein. Wir machen hier Rast und ich bin ein Geschäftsmann, sagte der Karawanenführer. Wenn hier Wasser ist, wo Wasser ist, ist Gold in der Wüste. Hier baue ich das erste Haus und die anderen Häuser und hier bauen wir eine Stadt auf. Und du bist die Königin. Happy End. Von dieser Frau, Mutter, Vater, von diesem Sohn kommt der meistgeliebte in der göttlichen Gegenwart. Aus dieser Linie, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hazi salat tazimen li hakkike ya Sayyidina Muhammad. So eine Mutter hat er, so ein Vater Ismail hat er gehabt. Aus dieser Linie, aus der Linie der Ergebenen. Was für ein Segen, was für ein Licht, was für eine Ehre. Noch eine kurze Sache und dann könnt ihr schlafen gehen. Und Ismail a.s. war nicht zu Hause, aber seine Frau öffnet und sie waren sehr arm. Sie hatten alle 3 Tage was zu essen, ein Stück Brot oder Dattel. Und nur mit Wasser, mit Semsamwasser, haben sie sich satt gemacht. Richtig in Armut litt Ismail a.s. und seine Frau. Und sie macht auch, oh, ein Gast, sagt sie, denkt sie. Wo wir selber nichts zu essen haben, will er noch wahrscheinlich Essen haben, weil ein alter Mann stand vor ihr. Was willst du, sagt sie, ganz schroff. Ist dein Mann zu Hause? Sagt Ibrahim a.s. Nein, er ist nicht zu Hause. Ich bin sein Vater. Oh, Tochter, wie geht es euch? Wollt ihr mich erkundigen? Wie soll es uns gehen? Sagt sie. Armut, Hunger, Durst, alles, was einem Menschen nicht gefällt, leben wir hier. Wir leiden, was soll uns dann gut gehen? Hast du uns was mitgebracht? Gottes Gruß, sagt er. Salam alaikum. Ach so, und grüß deinen Mann und sag ihm, er soll seine Schwelle erneuern. Die Frau verstand nicht, macht die Tür bumm wieder zu. Ismail a.s. kommt am Abend nach Hause und bekommt den Geruch seines Vaters mit und sagt, wer war hier heute? Hat jemand an der Tür geklopft? Ja, ein alter Mann. Dein Vater, hat er gesagt, er soll dein Vater sein. Aha, und was hat er gefragt? Ja, wie es uns geht und ich habe ihm die Wahrheit gesagt, ganz dreckig. Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, du mögest deine Schwelle erneuern. Du kannst mir nicht mal Brot geben und willst du noch Schwellekosten machen, sagt sie. Nein, das hat er nicht gemeint, sagt Ismail a.s. Die Schwelle bist du. Du bist ab jetzt frei, kannst wieder zu deinen Eltern gehen und essen und trinken, so viel du willst. Ich soll dich erneuern. Weg mit dir. Du bist keine würdige Frau, meint er, für mich.
Jahre später kommt Ibrahim a.s. wieder besuchen. Es soll ja eine lustige Geschichte sein. Und er hat lange genug gelebt. Sagt er, klopft er wieder an der Tür, die neue Frau öffnet die Tür. Mit einem Lächeln am Gesicht. Salam alaikum, alaikum salam. Ist Ismail da? Nein. Aber Sie können sich hier ausruhen, bis er kommt. Wer sind Sie? Ich bin der Vater. Oh, sagt sie und küsst die Hand und sagt, Vater, ich habe viel von dir über dich gehört. Du hast einen Segen gebracht in unser Haus. Wie geht es euch, Tochter? Wunderbar, obwohl sie auch Hunger leidet und nichts hat. Ibrahim a.s. schaut sich im Haus und da ist nichts. Kein Samenkorn. Du bist zufrieden und glücklich mit deinem Mann, fragt er. Sehr, er versorgt mich gut, sagt sie. Na gut, dann möge er das weiter so tun. Sag ihm, schönen Gruß von mir, er soll seine Schwelle gut versorgen und behüten. Auf die Schwelle gut aufpassen. Und Ismail a.s. kommt und riecht wieder den Geruch seines Vaters. Wer war hier? Dein Vater. Und es war gut, sagt sie. Was hat er gefragt? Er hat unseren Wohlbefinden gefragt und ich habe gesagt, es geht uns sehr gut. Ich bin glücklich. Und er war auch glücklich. Und was hat er gesagt? Und er hat gesagt, du sollst auf deine Schwelle gut aufpassen und behüten. Was hat er denn gemeint damit, sagt sie? Er hat dich gemeint. Ich soll auf dich gut aufpassen. Er ist zufrieden mit dir. Also der Name der Frau vor 2000, 3000 Jahren schon wurde bekannt gegeben, die Schwelle. Und wenn man heiratet, machen die Männer auch so, über die Schwelle tragen die Frauen nicht. Ich habe mich immer gefragt, was soll das denn heißen? Jetzt kommt die Weisheit. Dass es alles gut anfangen soll und gut weitergehen soll und gut ändern soll. Das soll das heißen, über die Schwelle tragen. Aber die romantischen Männer wissen das nicht, die tun das einfach so. Wer überhaupt seine Frau tragen kann noch. Zuerst sind sie immer schlank und es geht noch. Dann, weil es ihnen so gut geht, machen sie sich immer breit im Haus. Und dann kannst du das nochmal wiederholen, Mann. Was denn über die Schwelle tragen? Das ist einmal geschehen. Lass es damit bei dem sein. Möge Allah uns gute Männer und gute Frauen schenken. Und ein gutes Ende. Möge der Herr mit uns ergeben sein. Mögen wir Beispiel nehmen an der Mutter von Ismail a.s. O ihr Mütter, schaut mal, was sie alles für ihren Herrn tun konnte und ihre falsche Barmherzigkeit wegdrängen konnte. Und am Ende weder mit ihrem Kind geschah etwas Böses, noch mit ihr selbst. Sie wurde so eine gesegnete Person. Und wenn wir sagen, Allah, Ali Ibrahim, Ahl Bayti, immer noch seit 1500 Jahren, in jedem Gebet müssen wir Ibrahim a.s. und seine Familie ehren und für sie beten. Wenn wir das nicht tun, unser Gebet wird nicht angenommen. Was für eine Ehre, und da gehört diese Mutter hinein und dieses Kind hinein und der Vater. Weil sie Gott ergeben waren, Allah beschenkt sie immer noch mit Segen und Licht. Wer Allahs Wille geschehen lässt und ergeben ist Willen Gottes, ihm wird nichts passieren, auch wenn es so aussieht. Solange du nicht gestorben bist, ist das Ende noch nicht da. Und wenn du gestorben bist, bevor du gestorben bist, hat ein neues Leben angefangen.